Heute nähen wir einzelne Elemente für unseren Quilt. Oder wir nähen diese Elemente und arbeiten kleine Untersetzer oder kleine Patches daraus, was auch immer wir gerne möchten. Unsere kleinen Elemente übernehmen in unserem Quilt eine wichtige Rolle. Wir haben einige Stellen, da kommen 14 Stofflagen zueinander. Die 14 Stofflagen haben Nahtzugaben und wenn wir das Ganze zusammenziehen, kriegen wir ein ganzes Stoffpaket an Nahtzugabe. Das ist eine ganze Menge, damit möchten wir irgendwo hin. Und wenn das zu viele Nähte sind, lassen die sich nicht mehr unterbringen. Und damit wir an unserem Quilt keine Probleme damit haben, arbeiten wir extra Ornamente, die wir dann in unseren Quilt genau an diesen Stellen mit den vielen Stofflagen einsetzen können. Auch diese Elemente arbeiten wir wieder mit den super schönen Stoffen von Stoff Fabrics, den Melange-Stoffen, denn wir möchten sie ja in unseren Quilt integrieren. Und als einzelne Patches für Untersetzer eignen sich diese Stoffe ebenfalls ganz wunderbar. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke und wir legen los. Für meinen Tropenhaus-Quilt habe ich mir 17 Quadrate zugeschnitten, 10 x 10 cm groß, und zwar im Farbverlauf. 8 ganz helle Quadrate, 4 einen Ton dunklere Quadrate, die nächsten 4 sind einen weiteren Ton dunkler und das mittlere Quadrat ist wieder einen Ton dunkler. Dazu habe ich für jedes Quadrat Punkte ausgeschnitten, die ich bereits mit Flisofix hinterbügelt habe. Wir brauchen ein Quadrat und wir brauchen einen Punkt. Da die Mitte aus Origami-Technik gearbeitet wurde, möchten wir das Ganze erst einmal vorfalten. Wir falten unsere Ecken aufeinander und wir rollen das einmal ein. Wir möchten das nicht mit dem Finger einquetschen, weil wir dann unseren Stoff verziehen würden. Wir schlagen die erste Seite auf und schlagen das Ganze wieder über die Mitte. Und auch das rollen wir wieder mit dem Nahtroller ein. So schaut das aus. Wir falten das Ganze zu einem Dreieck. Und wir rollen das ein. Und wir falten das Dreieck zur anderen Seite. Alle Angaben zum Quilt findet ihr unter diesem Video. Und auch das rollen wir ein. So schaut das Ergebnis aus von beiden Seiten. Das sind unsere Vorfaltungen. Diese Knicke helfen uns gleich weiter. Wir möchten nun einmal die erste Seite zur Mitte falten. Und wir möchten die zweite Seite zur Mitte falten. Ich habe die Stoffstücke nicht verstärkt. Ich finde, das funktioniert so sehr gut und ich möchte sie nachher sehr weich in meinen Quilt einarbeiten. Unsere Seiten falten wir auch noch einmal zur Mitte. Mit der nächsten Seite wiederholen wir das Gleiche. So, jetzt habe ich ganz viele Stoffseiten aufeinander gelegt und das Ganze wippt auf. Das möchte ich nicht. Ich nehme diese Clover Mini Clip und stecke das Ganze zusammen und zwar nur hier in der Mitte. Ein kleiner Clip ziemlich an den Rand gesetzt. Auf der zweiten Seite
wiederholen wir das. Diese beiden hochschlagenden Seiten, dann nehmen wir uns die innere Seite von beiden Seiten und wir schlagen sie einmal nach außen. So. Wir legen diese Knicke genau ineinander, damit das Ganze gerade abschließt. Wir können so ein bisschen in die Seite hineinschauen. Wir legen die äußerste eingerollte Linie auf den äußeren Rand. Wir öffnen das Ganze. Hier schieben sich schon unsere Nahtlinien ineinander. Wir schieben das Ganze weiter. Die Mitte, die legt sich nun hier so geschlossen an. Das finden wir gut. Das können wir eben hier rollen und das bleibt. Wir legen unsere zurückgehaltene Seite darüber, bügeln das ein, also rollen das ein und klippen das wieder fest. Das wiederholen wir auf allen 4 Seiten. Als nächstes schlagen wir die Seiten, die unteren Seiten zur Mitte. Die eine Seite, das mag nicht von alleine halten bei dem Stoff, und die zweite Seite. Das machen wir bei allen 4 Seiten. So schaut das aus. Diese erste Seite nehmen wir einmal. Ich nehme ein, komm her, kleines Lineal, fahre ein paar Mal hin und her, damit ich hier so eine leichte Linie bekomme. Wir können unseren Strich auch mit unserem Nagel einmal nachziehen. Das funktioniert auch mit dem Fingernagel. Halten die untere Spitze an, ziehen das Ganze nach oben zusammen und das legt sich wie von alleine. Wir rollen, wir richten aus. Wir rollen die Spitze und wir klipsen das einmal fest. Und so schaut das aus. Das nächste, was wir machen möchten, ist, wir möchten die ganzen Seiten gesichert haben. Das heißt, wir nehmen das einmal mit zur Nähmaschine. Hui. Meine Stichlänge habe ich auf 0,6 eingestellt und meine Stichweite auf 3. Und diese Öffnung hier, die läuft genau durch die Füßchenmitte, sodass ein Stich rechts und der andere Stich links von meiner Öffnung einsticht. Und wir nähen los. Bis zu dem Clip. Damit ich meinen Stoff bis zum Ende durchschieben kann, habe ich hier von Clover diesen gebogenen Haken. Der greift das Ganze sehr gut. Mit diesem Haken halte ich nun einfach die obere Spitze fest und das zieht sich dann richtig schön ineinander. So. Ups. Wir lassen wieder ausreichend Faden über. Und wir haben eine gute Spitze.
Auch das wiederholen wir auf allen 4 Seiten. Und so schaut das bis jetzt aus. Als nächstes möchten wir unseren Punkt auf die Mitte setzen. Das möchten wir zunächst einmal aufbügeln. Wir nehmen das Trägerpapier von der Rückseite unseres Punktes ab. Wenn wir hier diese Blüte sehen, diese Origami-Blüte, wir haben hier nochmal ein bisschen mehr Tiefe zur Mitte hin. Und wenn wir hier jetzt unseren Punkt auf die Mitte legen, dann können wir schauen, dass wir diesen Knick noch erhalten. Und in 2 Schritten zuerst die untere und dann die obere Lage aufbügeln. Wenn alles gut sitzt, können wir unsere überstehenden Fäden abschneiden. In unserem aufgebügelten Kreis ist so ein zusätzliches Ornament entstanden. Wir legen unser Ornament unter unser Füßchen. Der Kreisaußenrand läuft genau durch die Füßchenmitte, damit unser Zickzackstich an beiden Seiten unseren Kreis und unsere Außenseite greift. Meine Stichlänge habe ich knapp 0,2 eingestellt. Meine Stichbreite habe ich wieder auf 3 mm eingestellt. Und es geht los. Wir drehen unser Ornament. Immer so, dass in dieser Füßchenöffnung gerade noch unsere Kreismitte zu sehen ist. Wir stellen unseren Zickzackstich auf 0 und vernähen ein paar Mal auf der Stelle. Und so schaut das aus. Unser Ornament ist aber noch nicht fertig. Fertig wird das erst, wenn wir das auf unseren Quilt aufsetzen, auf unser Sandwich und wir quilten dieses Element zu Ende. Das möchten wir einmal umsetzen. Aus diesem Ornament arbeiten wir einen Tassenuntersetzer. Dazu habe ich schon einmal Stoff vorbereitet. Ich habe ein 12 x 12 cm großes Stoffstück genommen, habe auf die Rückseite 10 x 10 cm Fließeinlage gebügelt und um dieses ganze Stück nähen wir nun einmal herum. Wir holen das unter der Nähmaschine hervor. Wir schneiden die Nahtzugaben zurück, an den Ecken besonders weit. An unserer Wendeöffnung, die wir gelassen haben, lassen wir unsere Nahtzugabe trichterförmig ein bisschen weiter stehen und wir drehen das Ganze einmal um. Wir können das Ganze bügeln oder aber wir rollen unsere Seiten einmal flach. Unser Ornament richten wir nun auf unserem vorbereiteten Untersetzer aus. Wir schlagen unser Ornament über, richten das aus, wie immer wir möchten. Und nun nähen wir mit einem Zickzackstich und einer 0,2er Breite einfach nur unsere 4 Blätter ab. Unseren mittleren Kreis wollen wir nun nicht erneut quilten, den haben wir schon als Zierornament eingearbeitet und wir möchten, dass unser Ornament mit den spitzen Zacken auf unseren Untergrund, also hier auf unseren Untersetzer, haften bleibt. Wir können unsere Zickzacknaht nun über unsere vorbereitete Zickzacknaht setzen und bis zum Ende unseres Untersetzers führen. Oder aber wir stoppen mit der Naht ein Stückchen hinter diesen einzelnen Zacken, sodass wir ein bisschen über die Zacken hinaus arbeiten und unsere
Enden von den Zacken sind dann schön mit eingebunden. Wir schneiden alle Fäden ab und unser kleiner Untersetzer hat immer noch einzelne bewegliche Origami-Elemente. Und den äußeren Rand unseres Untersetzers nähen wir einmal zickzack ab. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!